Willkommen zu Off hoch 2 Perlen Superhelden auf Super 8. Ja, heute dreht sich alles im ersten Teil von Superhelden auf Super 8 um Marvel auf Super 8. Das Marvel-Universum, unendliche Weiten, unendliche Superhelden, Bösewichte, Comics, Filme, Serien. Also ich blick da tatsächlich irgendwann nicht mehr durch. Und auch wenn es den Anschein hat, dass dem Marvel-Continuum so langsam die Luft ausgeht, beleuchte ich hier mal kurz, was denn so die allerersten Marvel-Superhelden-Filmveröffentlichungen fürs private Heimkino gewesen sind. Und für die jetzt einfach wegen Marvel hier reinklicken und mit dem Thema eigentlich nichts am Hut haben, das reicht weit zurück, weiter als die Videokassette, nämlich 1977 brachten die ersten Marvel-Filme in Farbe der amerikanische Distributor Ken Films in den USA raus. Und zwar Auszüge aus der 1966 produzierten TV-Zeichentrickserie The Marvel Superheroes. Hier veröffentlichte Ken Films zu jedem Superhelden, der in der Serie je 13 Episoden zu jeweils 16 Minuten Laufzeit hatte, jeweils eine 8-minütige Super 8-Rolle. Ganz klar, hier waren die Kinder des Haushaltes die Zielgruppe. Die waren alle schön verpackt in verschiedenen Ausführungen, preislich, und gesehen habe ich selbst leider noch keinen davon. 1980 erschien dann der erste Marvel-Held für das deutsche Heimkino. Piccolo Film veröffentlichte eine 30-minütige Zusammenfassung von Der unglaubliche Hulk. Ein amerikanischer Pilotfilm von 1977 zur anschließenden Fernsehserie, der in Deutschland im Kino seine Auswertung fand. Das machte man damals häufiger. Kampfstern Galactica, Buck Rogers sind weitere Beispiele. Im Original lief der 95 Minuten, bei Piccolo-Film wurde er runtergeschnitten auf 34 Minuten, konfektioniert auf 2 120 Meter Super 8 Spulen in Farbe und Ton zu jeweils 149 D-Mark. Zusammengeschnitten ergibt es einen Film mit Anfang und Ende. Ich denke, der Schnitt hat den Film deutlich dynamisiert. Noch dynamischer ist die preiswertere Fassung, die Piccolo-Film für die Tochter des Quelle-Versandhauses Fotoquelle unter der Eigenmarke Revue Film herausbrachte. Hier wurde der ganze Film auf insgesamt 17 Minuten reduziert und auf kostengünstiges Schwarz-Weiß-Material kopiert. Das klingt jetzt furchtbar, ist es aber eigentlich nicht, denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass zu der Zeit der Veröffentlichung schwarz-weiße Fernsehgeräte in Deutschland nach wie vor in Gebrauch waren. Bei uns zum Beispiel das Zweitgerät. Da hat man dann schon häufiger Farbproduktion in Schwarz-Weiß gesehen. Von daher war damals die Sehgewohnheit durchaus noch vorhanden. Und mich erinnert diese Fassung daran, wie das war. Und das finde ich dann irgendwie charmant. Klar, der Hulk ist jetzt nicht mehr grün, sondern ja, grau. Aber wenn der Hauptdarsteller als Hulk aus dem zu engen Hemd platzt, ist das irgendwie, finde ich, noch nie wirklich überzeugend gewesen, oder? Naja, wir schauen jetzt mal kurz den Beginn dieser Fassung an. Film ab. Neuroradiologiebüro von Dr. Charles? Mein Name ist David Brown. Ich möchte unbedingt mit Dr. Charles sprechen. Es ist äußerst wichtig. Aber er ist noch nicht da. Sind Sie ein Patient? Nein, bin ich nicht, aber ich habe eine höchst ungewöhnliche Nervenfunktionsstörung. Ich bin überzeugt, dass Dr. Charles Forschungen über Gammastrahlen und Neuropsychologie mir helfen kann. Es tut mir leid, Sir, aber Dr. Charles fliegt heute Nachmittag zu einer Vortragsreise nach Europa. Und wann reist er ab? Hören Sie, ich bin in San Francisco. Ich nehme den nächsten Flug. San Francisco? Also, wenn es so wichtig ist, bin ich sicher, dass er Sie empfängt. Wenn Sie hier sind, bevor er abreist. Ja, es ist so wichtig. Ich werde kommen. Haben Sie vielen Dank. Tutanchamun-Ausstellung auf Osten.
Hier ist Ihre Sahne. Okay. Es ist Zeit, dass die Crew ihren Kaffee kriegt. Übernimmst du das hier? Ich mache das. Selbstverständlich, klar. Okay. Was möchten Sie trinken, Sir? Kaffee, bitte. Ja? Hallo, Schatz, wie geht's denn? Ach gut, es ist ziemlich viel zu tun. Hast du den Kaffee für uns? Ja, ich bin gerade dabei. Phil, ich habe... Bring ihn doch gleich her. Wir warten schon drauf. Entschuldigen Sie bitte. Es tut mir leid, aber ich bin etwas besorgt, dass Sie vielleicht einen Kaffee bekommen haben, der für einen anderen Fluggast bestimmt war. So viel zu Marvel auf Super 8. Wobei, stopp, einen habe ich noch. Und zwar einen totalen Spätzünder. 2013, jawohl, wurde noch eine Kurzfassung einer Marvel-Produktion auf Super 8 herausgebracht. Und zwar eine auf 25 Minuten zusammengeschnittene Kurzfassung von Captain America: The First Avenger. Genau, der Film von 2011. In einer zum Niederknien großartigen Bildqualität und in CinemaScope. Der wurde in einer Kleinstauflage von vielleicht 30 Stück herausgebracht. Und wer den damals neu gekauft hat, der hat dafür $230 auf den Tisch gelegt. Das waren zu der Zeit etwa 170 €, dazu noch Porto und Zoll. Ehrlich gesagt, verglichen mit heutigen Preisen für neue Super 8-Kopien ist es fast schon günstig. Unabhängig davon, der Film ist wirklich sensationell geschnitten. Man könnte meinen, das Ding ist tatsächlich so, wie es ist, richtig. Und gerade weil ich diesen Marvel-Film gar nicht so toll finde, gefällt mir diese seltene Schnittfassung ganz besonders. Und zum Anschluss schauen wir jetzt einfach mal in den Filmbeginn rein. Wir sehen uns dann wieder zum zweiten Teil von Superhelden auf Super 8. Dann schauen wir mal, welche DC-Filmhelden es auf Super 8 gegeben hat. Bis dahin eine gute Zeit und jetzt nochmal Film ab. Der Krieg tobt immer weiter durch Europa. Aber Hilfe ist unterwegs. Jeder wehrtaugliche junge Mann reiht sich ein, um seinem Land zu dienen. Sogar der kleine Timmy trägt seinen Teil dazu bei und sammelt Altmetall. Wen interessiert's? Zeigt endlich den Film! Zeigen Sie lieber etwas mehr Respekt. Gemeinsam mit den Alliierten stellen wir uns jeder Bedrohung, egal wie groß. Du weißt nicht, wann es Zeit ist, aufzugeben, oder? Kann den ganzen Tag so weitergehen. Hey! Such dir jemand in deiner Größe. Ich habe manchmal das Gefühl, dir gefällt's, verprügelt zu werden. Ich habe ihn fertig gemacht.